hier sind wir die Jungs von Rolling Euro. Wir produzieren heute ein Video für euch, nicht von euch. Hier geht es um einen Kupplungstausch von der BMW F650 mit komplettem Kundendienst, Ölwechsel, Zündkerzen und so weiter. Wie gesagt, viel Spaß und bis denne. Bis denne. Der Jürgen war leider etwas schneller wie ich mit dem Sprechen, deswegen tut es mir leid, dass ich wieder mundtot bin. Ne? Also Leute, haut euch drin. Bis denne. Bis denne. Ciao. Ciao, ciao. Hallo Leute. Der Jürgen zeigt euch jetzt gleich einmal, was man da für Werkzeug dazu braucht. Ne? Also von daher. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Servus. Ich wollte euch noch zeigen, was für Werkzeug das ihr benötigt, um die Reparatur an der Kupplung bzw. den Ölwechsel durchzuführen. Alles klar. Dann haben wir einmal einen Gummihammer, einmal Reue, schon wieder ein Quark, dann einmal eine Schraubenzieherverlängerung für die Ratsche. Dann einmal eine kleine Ratsche 3/8 Zoll, dann einmal eine lange Verlängerung 3/8 Zoll, einmal eine Sechskant Stiftnuss mit 5 mm für die Gehäuseschrauben, einmal eine 3/8 Nuss mit 10 mm Schlüsselweite für die Ölablassschraube Öltank, einmal große Ratsche. Sehr schön. Einmal 17er Nuss zum Öffnen der Ölablassschraube am Motor. Einmal Kupplungsgegenhaltewerkzeug, um die Kupplung zu fixieren, um die Schrauben zu lösen. Dann, um die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, einen Drehmomentschlüssel klein, 3/8 Zoll von 0 bis 30 Newtonmeter. Dann einen Drehmomentschlüssel von 40 bis 200 Newtonmeter für die, zum Anziehen der Ölablassschraube mit 40 Newtonmeter. So, somit wisst ihr schon mal Bescheid, was ihr so ein Werkzeug braucht. Öffne den Verschluss vom Öltank, um Luft in das System zu lassen. Dadurch fließt das Öl leichter ab. Ich habe den Original-Peilstab gegen einen Peilstab mit Temperaturanzeige ausgetauscht, um eine bessere Kontrolle über die Öltemperatur zu haben. Oh, der Jürgen mit seinem Sturmlicht hier blendet voll in der Kamera. Muss man die Seiten wechseln? Ja, aber wie gesagt, eine gewisse Erleuchtung braucht man halt ab und zu mal, wenn man Holz schraubt. Herr Jürgen, du bist doch schon erleuchtet und einen Heiligenschein hast du da schon. Ja, das ist ja aber nichts Den Neues. Scheinheiligenschein. Ja, das wissen wir ja, dass ich hier der Oberheilige und Gutmensch bin und sowas. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das haben wir inzwischen schon mehrfach festgestellt. Der Motor sollte betriebswarm sein, bevor ihr die Ölablassschraube entfernt. Habt ihr die Ölablassschraube entfernt, lasst das Motorenöl komplett ablaufen. Nächster Schritt: Entfernen der Ölablassschraube vom Öltank. Schlüsselweite 10 mm. Am besten nehmt ihr eine kleine Ratsche mit langer Verlängerung und 10er Nuss, um die Ölablassschraube des Öltanks zu entfernen. Nehmt am besten für solche Arbeiten Einweghandschuhe, um eure Haut vor dem Öl zu schützen. Ich bin da leider noch ein wenig oldschool unterwegs. Dass der Krümmer durch das Öl verschmutzt wird, ist leider bei dieser Konstruktion normal. Man könnte auch den Krümmer abbauen, aber das ist leider viel zu aufwendig. Nach dem kompletten Entleeren des Öltanks Krümmer wieder mit Bremsenreiniger reinigen.
Ansonsten würden bei der Probefahrt starke Dampfwolken durch verbranntes Öl vom Krümmer bzw. verdampfendes Öl aufsteigen, was sehr unangenehm sein kann. Next Step: Lösen der Kühlmittelschläuche von der Wasserpumpe. Auslaufendes Kühlmittel mit geeigneten Behälter auffangen. Kühlmittelkreislauf komplett leer laufen lassen. Kühlerschlauch Rücklauf entfernen. Kupplungszug aushängen. Markierung für die Position des Schalthebels anbringen. Klemmschraube Schalthebel mit 5er Außensechskant lösen und entfernen. Schalthebel mit Gefühl abziehen. Dann Gehäusedeckelschrauben vom Kupplungsdeckel lösen. Kommen wir da drauf, da unten, hier, dann die 2 Schrauben vom Anlasser. Passt? Ja? Diese Schraube, 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 diese Schraube und diese Schraube. Befestigungsschrauben von der Wasserpumpe braucht ihr nicht entfernen. Ansonsten braucht ihr neue Dichtungen, was eigentlich bei einem Kupplungstausch nicht möglich ist. Weil das Gehäuse bei der BMW F650 ST komplett mit dem Hauptkupplungsgehäuse verschraubt ist. Lösen und Entfernen der Lagerboxschrauben vom Anlasser mit einem 5er Außensechskant. Entfernen der Befestigungsmutter des Massekabels vom Anlasser, Schlüsselweite 10 mm. Die Befestigungsmutter des Massekabels ist eine selbstsichernde Mutter, sollte aber dann ausgetauscht werden gegen eine neue. Alle Befestigungsschrauben des Kupplungsdeckels mit einem 5er Sechskantstiftschlüssel lösen. Mit dem Schraubenzieheraufsatz und einer langen Verlängerung mit der 5er Außensechskantnuss alle Gehäuseschrauben herausdrehen. Alle Gehäuseschrauben auf dem Arbeitstisch ordentlich aufreihen, um beim Zusammenbau die richtigen Schrauben wieder zu verwenden. Es ist nicht vergessen, Massekabel wieder anzubringen bei der Montage. Das ist praktisch das Massekabel von der Batterie. Geht da oben hoch. Ja, beim Montieren nicht vergessen, wieder reinzuschrauben. Dann haben wir noch eine Schraube da unten. So. Gut. Durch leichtes Hin- und Herbewegen des Kupplungshebels
wird Druck auf die Zugstange der Kupplung ausgeübt und somit lässt sich der Deckel relativ leicht lösen. Kupplungsgehäusedeckel entfernen. Das ist die Kupplung. Unter den 6 Schrauben sitzen die Federn, die den Kupplungsdruck ausüben. Kupplungsblockierwerkzeug in die Frontnuden der Kupplung einsetzen. Schrauben der Kupplungsdruckplatte mit einer Zehnernuss lösen. Alle Schrauben der Druckplatte vorsichtig lösen. Das ist wichtig, weil sich sonst die Federn verspannen könnten. Die Schrauben der Kupplungsdruckplatte mit einem 10er T-Schlüssel vorsichtig herausdrehen. Bei einem Kupplungstausch sind laut BMW die Federn zu erneuern. Ich habe mich für verstärkte Federn entschieden von Lucas Kupplungskomponenten, um einen besseren Kraftschluss auf die Kupplung zu bekommen. Wenn alle Schrauben entfernt sind, Druckplatte, Kupplung entfernen. Wie ihr seht, ist die erste Scheibe beim Ausbau eine Reibscheibe, gefolgt von einer Zahnscheibe aus Metall, auch Anlaufscheibe genannt, die das Drehmoment auf das Getriebe überträgt. Nun entfernt alle Reibscheiben und Zahnscheiben aus Metall. Wenn ihr die Metallscheiben nicht wechseln wollt, bitte legt sie so zusammen, wie ihr sie ausgebaut habt, und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Ich für meinen Teil habe mich für neue entschieden. Hier seht ihr, wie die Zahnscheibe das Drehmoment auf die Getriebewelle überträgt. Die letzte Scheibe ist eine Metallscheibe. Also beim Einbau darauf achten, dass ihr zuerst eine Metallscheibe einsetzt. Legt die Kupplungslamellen ca. eine Viertelstunde vor dem Einbau in Motoröl ein. Somit quellen die Kupplungsbeläge ein bisschen auf und es werden Verglasungen der Beläge verhindert. Das ist die Antriebswelle mit Mitnehmerzahnrad für die Wasserpumpe. Von diesem Zahnrad vom Motor wird es angetrieben. Hier seht ihr den Vorlauf und Rücklauf der Wasserpumpe. Unter dem Gehäuse sitzt ein Kegelrad, das den Kühlmittelkreislauf antreibt. Schleift die Dichtungsreste mit einem 140er Schleifpapier unter leichtem Druck ab. Für gröbere Dichtungsrückstände könnt ihr einen Dichtungsschrauber verwenden.
Aber Vorsicht, keine Kratzer oder keine Dellen ins Gehäuse drücken. So, nun setzen wir die Kupplung wieder ein. Erst einen Metallring, den habe ich schon vorbereitet, der ist schon im Gehäuse. Dann eine Kupplungslamelle. Dann wieder einen Metallring, dann wieder eine Kupplungslamelle. Wieder Metallring, Kupplungslamelle, Metallring, Kupplungslamelle. Die Zahnscheiben beim Einbauen nicht verkanten, sondern vorsichtig einsetzen. Wie gesagt, beim Einbau die letzte Scheibe ist eine Reibscheibe. Das ist die Kupplungsdruckplatte mit der Zugstange. Wenn die Kupplung bedeckt wird, wird Druck auf die Zugstange ausgeübt und wird rausgezogen, so wird die Kupplung getrennt. Das Ausdrücklager sitzt unter dem Sicherungsring, sollte beim Ausbau auf Spiel überprüft werden. Federn und Schrauben in den Kupplungskorb einsetzen und mit 10er T-Schlüssel über Kreuz anziehen. Es ist wichtig, dass ihr die Druckplattenschrauben gleichmäßig und über Kreuz anzieht. Macht doch eine Endkontrolle, ob ihr alle Schrauben gleichmäßig angezogen habt. Neue Kupplungsgehäusedeckeldichtung auflegen und in die Haltenasen einklicken. Oder beziehungsweise mit ein bisschen Fett auf den Dichtflächen festkleben. Druckplattenschrauben mit Drehmomentschlüssel mit 10 Newtonmeter über Kreuz anziehen. So, zur Kontrolle machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So könnt ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr keine Schraube vergessen habt. Kupplungsdeckel aufsetzen und darauf achten, dass der Kupplungshebel um 180 Grad verdreht ist bei der Montage. Das ist sehr wichtig. Ansonsten flutscht der Getriebedeckel nicht auf die Kupplungswelle. Den Kupplungsdeckel vorsichtig auf die Schaltwelle durch den unteren Simmerring einführen und dann unter leichten Klopfen den Deckel montieren. Unter leichten Klopfen lässt sich der Kupplungsgehäusedeckel langsam auf die Schaltwelle aufschieben. Bitte keine Gewalt anwenden. Und dadurch könntet ihr den Deckel beschädigen und das würde euch unnötige Kosten bescheren. Falls der Kupplungshebel zu weit vorne sitzt, Klemmschraube lösen und aus der Verzahnung lösen und ein bisschen nach hinten setzen. Gehäusedeckelschrauben wieder mit 5er Außensechskant montieren und schön gleichmäßig anziehen. Legend.
Bitte daran denken, wieder das Massekabel von der Batterie wieder an das Gehäuse zu montieren. Alle Kupplungsgehäuseschrauben auf festen Sets überprüfen. Kupplungsgehäusedeckel mit einem Lappen einigermaßen reinigen. Kupplungsgehäuseschrauben mit Drehmomentschlüssel mit 10 Newtonmeter anziehen. Befestigungsschrauben Lagerbock Anlasser eindrehen. Dann mit Ratsche leicht anziehen. Dann mit Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment von 10 Newtonmeter festziehen. Okay. Massekabel Anlasser wieder montieren. Berücksichtigen, eine neue selbstsichernde Mutter aufsetzen. Schutzkappe für Massekabel wieder aufsetzen. Falls Kupplungshebel zu weit vorne, aus der Verzahnung lösen und einfach ein Stückchen nach hinten setzen. Falls sich der Kupplungshebel manuell nicht ganz aufschieben lässt, einfach ein bisschen mit dem Gummihammer nachhelfen. Dann flutscht er ganz gut drauf. Klemmschraube Kupplungshebel wieder eindrehen und mit einem Sechskantstiftschlüssel 5 mm festziehen. Mit Engländer Kupplungsbetätigungshebel so positionieren, dass ihr den Kupplungszug einhängen könnt. Kupplungsseil manuell einklinken. Dichtfläche, Ablassbohrung, Öltank mit einem Lappen reinigen. Verschluss stopfen vom Öltank mit einem neuen Dichtring versehen und manuell einschrauben. Stopfen vom Öltank
mit einem Drehmoment von 10 Newtonmeter festziehen. Dichtfläche, Motor, Ölablauf mit einem Lappen reinigen. Deckel, Ölfilter. Öl stopfen, Motor mit neuen Dichtring versehen und manuell einschrauben und mit 40 Newtonmeter festziehen. Schalthebel wieder montieren. Klemmschraube Schalthebel wieder einsetzen und mit 10 Newtonmeter anziehen. Deckel Ölfilter mit 6-Kant Stiftschlüssel 5 mm öffnen. Deckel Ölfiltergehäuse entfernen. Bevor ihr den Deckel entfernt, solltet ihr auf das Antriebsritzelgehäuse einen Lappen legen, um genau diese Ölsauerei zu vermeiden. Ölrückstände mit einem Lappen reinigen. Antriebsritzelgehäuse entfernt, um die übrig gebliebenen Ölspuren zu beseitigen. Ölfilter aus dem Gehäuse entfernen. Ölfiltergehäuse mit einem Lappen reinigen. Ölfilter in richtiger Position auf den Durchlaufstutzen aufsetzen. Ölfiltergehäusedeckel mit einem neuen O-Ring versehen und aufsetzen. Ölfiltergehäusedeckelschrauben wieder einsetzen und manuell anschrauben. Ölfiltergehäusedeckelschrauben mit Drehmomentschlüssel mit 10 Newtonmetern anziehen. Antriebsritzelgehäuse wieder montieren, nachdem man die Ölrückstände beseitigt hat. Antriebsritzelgehäusedeckel manuell anziehen. Antriebsritzelgehäusedeckel mit langer 6-Kant Stiftnuss mit 10 Newtonmeter anziehen. Zündkerzen mit dem Bordwerkzeug Zündkerzenschlüssel entfernen. Neue Zündkerzen bis auf Druckpunkt einschrauben, danach noch eine Viertelumdrehung weiter drehen. Kühlerschläuche wieder montieren. Kühlerschläuche handfest anziehen, um die Schläuche durch die Schelle nicht zu beschädigen.